Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Gotos TV. Mein Name ist Sebastian. Und ich bin der Uwe von Metabo. Und das Teil hier ist eingeschlagen wie eine Bombe im Markt, nämlich der MWB 100. Irre beliebt, meistens ausverkauft, weil er so beliebt ist und ihr gar nicht gedacht hättet, Tausende von diesen Dingern, das kauft doch kein Mensch. Doch, ihr wollt ihn haben und deswegen habt ihr gesagt, komm, wir geben noch mehr Zubehör dazu. Und heute soll es darum gehen, um altes Zubehör, was vielleicht keiner auf dem Schirm hat, dafür und vor allem um das neue Zubehör, was richtig genial ist. Moment, bevor es weitergeht, wir verlosen Werkzeug. Und zwar nicht nur in diesem Video, sondern in jedem Video verlosen wir jeweils Werkzeug. Wahnsinn, oder? Du musst nichts weiter machen, außer unten in die Kommentare deine Meinung zu diesem Video oder zu unseren Themen heute zu schreiben. Und der Hammer ist ja wirklich, du kannst dir dein Werkzeug aussuchen. Schau einfach bei uns auf die Verlosungsseite. Dort siehst du einen Pool an Werkzeug, aus dem du dir einen Gewinn aussuchen kannst, wenn du gewonnen hast. Das, was wir an der Seite sehen, sind einige Beispiele. Das könnte es zum Beispiel auch sein. Für dich ein wichtiger Hinweis. Schau mindestens einmal in der Woche auf der Verlosungsseite vorbei, ob du gewonnen hast, denn du kannst ja bei jedem Video gewinnen und das sind eine Menge Gewinnchancen. Uwe, wir haben hier den MWB und 100. Ja, warum eigentlich 100? Okay. Genau. Viele wissen das ja nicht. Nein. Das ist ja, na, warte mal. Das ist nicht, verstehe ich nicht. Ja? Du kannst ihn wunderbar an der Höhe einstellen. Wenn du zu dem hier noch Fragen hast, schreib es gerne in die Kommentare oder schau dir unsere anderen Videos dazu an. Auf den Tisch an sich gehen wir heute nicht nochmal in die Tiefe ein, sondern wir gucken uns mal das Zubehör an. Ich muss sagen, ich liebe ihn richtig. Bei Helden der Werkstatt habe ich gefühlt schon 22 Videos dazu gemacht, weil er wirklich gut ist und wirklich multifunktional. Ja? Aber so ein Tisch lebt ja natürlich davon, vom Zubehör, was man alles so machen kann. Man kann sich viel bauen, aber manche Sachen sollte man sich auch nicht bauen, wie zum Beispiel eine Klemmzwinge. Und deswegen schauen wir uns heute mal bekanntes Zubehör an, auch Sachen, die ihr vielleicht gar nicht so kennt, aber vor allem auch die Neuheiten. Und da würde ich gleich mit einem richtigen Kracher anfangen, und zwar genau dem hier. Was haben wir hier, Uwe? Ja, eine Schnellspannzwinge, die eben in die 20er Bohrungen passt. Und wie du gerade gesagt hast, haben wir geil, weil wir haben hier eine Metallausführung, Richtig. Keine Kunststoffausführung. Durch die Spannzwingen kannst du wirklich unwahrscheinlich viel Power auf dein Material bringen. Also ist wirklich High-End, sag ich mal. Und ist natürlich für den Tisch ideal. Es geht ruckzuck, einfach in die 20er Bohrung rein und fertig. Genau, also was man sagen muss ist, wenn ihr euch Folgendes anschaut, erstmal das hier, Metall, alles Metall. Das hier ist das Einzige, was Kunststoff ist, aber das ist einfach nur, das hier ist das Kunststoff? Ja, genau, das Teil hier ist Kunststoff, aber ansonsten ist das hier wirklich komplett aus Metall. Und das Schöne ist, dass ihr dadurch halt extrem, aber wirklich, ich zeige euch das auch nochmal. Also ihr seht jetzt hier wirklich, das verspannt sich richtig und das ist halt, man spürt es beim Anziehen, wie viel Power dahinter ist und was da unten drunter ist, das wird aber auch nicht mehr verrückt. Und also ich kann euch nur sagen, die Dinger sind richtig geil. Also wenn du es in der Hand hast, merkst du schon, boah, Wahnsinn. Und wenn ich einen MFT hätte oder ein MWB 100 vielmehr, ja, würde ich mir die auf jeden Fall zulegen. Warte mal, ich habe ja einen. Das sind jetzt meine. Sehr gut, Uwe. Vielen Dank dafür. Mega geil. Also ich freue mich wirklich, dass ich das rausgebracht habe. Und das ist eine super Erweiterung, weil es eben deutlich schneller geht, als wir irgendeine Zwinge reinmachen und tun. Ja? Um das geht's, genau. Und es gibt ja auch andere Hersteller, die ähnliche Dinge bauen. Aber, hallo. Ja? Und sowas hat, glaube ich, so kaum einer im Angebot. In dieser Variante nicht, nee. Richtig, Ja. genau. Also wir machen heute mal ganz bewusst, wir fokussieren uns auf Metabo, aber ich glaube, viele wissen, was wir hier meinen. Okay, das hier schon mal Nummer 1, wirklich genial. Stell es mal zur Seite, dass wir mal alles nachher auch einmal auf dem Tisch hier haben. Du wolltest noch was sagen? Nee, eigentlich nicht, nee. Okay, passt. Nächstes Thema. Manch einer wird vielleicht sagen, ja, aber so eine kleine Zwinge, ich weiß nicht, ich brauche ein bisschen mehr. Dafür haben wir auch was, und zwar eine richtige Zwinge. Was heißt denn eine richtige Zwinge? Also, ich meine, Eine richtig große Zwinge. was ist hier los? Das ist doch keine Zwinge mehr. Und was soll ich hier festmachen? Weiß ich nicht, ein Panzer oder ein Bagger? Nee, es wurde halt bei uns auch nachgefragt, so Jungs, wenn ihr sowas macht, dann denkt bitte auch an ein bisschen massivere Werkstücke. Und dann haben wir gesagt, okay, wir denken da dran. Und deshalb nehmen wir die jetzt auch ins Programm auf. Also ist schon irre, wird sicherlich natürlich auch für andere Dinge gebraucht, Ja, logisch, ja. als den hier. Aber ihr könnt damit arbeiten. Wir probieren das mal aus. Ja? Wir kommen jetzt hier rein. Zack, bumm. Guck, jetzt klappt's. So und
Und jetzt darfst du mal festmachen. Darf ich? Hammer. Also ihr seht hier, wir können ihn auch hochheben daran. Also das ist wirklich enorm. Und wenn es mal wirklich quasi kurz vor Endfest sein soll, ja, dann nimmst du die. Das ist halt wirklich Wahnsinn. Natürlich sind die jetzt nicht primär dafür gedacht, aber man kann es machen. Ja? Was ich halt cool finde, wir haben ja auch die Langlöcher drin für die Kappsägen. Ja. Jetzt egal welcher Hersteller, aber natürlich prädestiniert für Metabo. Ist das eine schöne Alternative, schnell mal kurz die Kappsäge drauf zu zwingen, ohne sie irgendwie anders zu befestigen. Geht schnell, ruckzuck und du hast wirklich Stabilität dann auf der Kappsäge. Absolut. Und übrigens immer bedenken, das, was wir hier von oben machen, könnt ihr natürlich auch von unten machen. Das heißt, ihr könnt ihr natürlich auch von unten einführen, festziehen, geht wunderbar. Ja. Wo wir die hier gerade stehen haben, was viele nicht kennen, ist diese hier. Das gibt es natürlich auch in klein passend eher für den hier. Das heißt hier eine kleine Klemmzwinge, die wir haben. Also klein heißt nicht, dass die jetzt nicht leistungsfähig ist. Ja? Die gehört ja eigentlich zur Führungsschiene. Genau. Können wir hier genauso nutzen. Ja? Können wir hier einführen. Auch in das normale Loch, ins Langloch ja sowieso. Ja. Können wir hier rein tun. Und viele werden das Ganze kennen. Auch hier massiv fest, ja, funktioniert wunderbar, ist natürlich primär nicht dafür gedacht. Aber wenn du sagst, Budget, ich kaufe mir davon 2 Stück, da kommst du schon relativ weit, weil du kannst sie natürlich jetzt hier nutzen. Ja. Und jetzt kommt's. Und dann kannst du aber primär natürlich, ihr kennt das, hier vorne nutzen, dafür ist es ja eigentlich da, können Sie hier in das, Moment, so, hier rein, Dinge fest zu zwingen. Ja, oder? Wie siehst du das? Nee, super. Also ich nutze es gern, wenn ich irgendwas hoble und eben dann das Werkstück da anzwinge. Genau. Und im Hobel und drüber gehe. Ne? Ja, also mega zwingen. Ich liebe sie, weil sie halt so stark aus Metall ausgearbeitet sind und eine enorme Zugkraft aufbauen. Ja, also das ist wirklich so, dass man, das muss man einmal gefühlt haben und dann weiß man, wow, das ist halt wirklich fest. Ja. Wenn du davon 2 Stück hast, ein Werkstück hier festmachst, das kriegst du nicht mehr weg. Ja. Jetzt nehmen wir mal die hier. Du hast aber auch angezogen hier. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hab's dir nur nachgemacht. So, dann lassen wir die hier. Jetzt muss ich mal gucken. In die richtige Richtung. So. Jetzt wieder raus. Nehmen wir die mal zur Seite und schauen uns mal das hier an. Natürlich hast du manchmal auch dünnere Materialien. Die möchtest du auch vielleicht Oberflächen bearbeiten. Dafür hast du das hier. Das da, genau. Ja, magst du das mal erklären? Also erstmal, gerade wie du selber sagst, flache Materialien, egal ob es eine Oberfräse ist oder ein Schwingschleifer, Extenderschleifer, wenn du irgendwas bearbeiten willst, ist das natürlich schon cool, weil ich habe relativ dünne Klemmungen. Habe dann das so im Lieferumfang mit dabei. So hält es schon mal, das könnte ich auch so nutzen. Das kleine Problem ist jetzt, wenn ich viel Power drauf setze, dann, ich übertreibe es jetzt einfach mal, dann würde der sich so etwas nach hinten biegen, logischerweise. Deshalb diese 2 oder insgesamt 4 dann Schrauben mit dabei. Das heißt, ihr könnt jetzt hier von unten das entsprechend festschrauben an der Stelle, sodass es dann auch sagt, das ist halt extrem fest dann hier, so, das von unten. Und jetzt aber, vielleicht sollten wir auch mal demonstrieren, wie es denn funktionieren würde. So, das Stück können wir jetzt mal ausprobieren. Nix an. Und Wir drücken das dagegen und Extenderspanz und fertig. also, ich würde es jetzt nicht runterreißen wollen, so. Also das ist schon fest. Und das Gute ist, jetzt kann man entsprechend hier Schleifen machen, tun und bearbeiten und hat das wirklich echt festgespannt. Ja, das ist schon erstaunlich. Und apropos erstaunlich, was die ganzen Teile so kosten, ja, konnten wir uns gerade nicht merken, aber unten in der Videobeschreibung steht es. Einfach mal unten reingucken, das ist alles aufgelistet. Das sind auch ein paar mehr Zubehöre, die wir euch noch empfehlen würden. Alles unten in der Videobeschreibung. So ein MWB, wie gesagt, lebt vom Zubehör. Und das sind teilweise Kleinigkeiten, die auch nicht wirklich viel kosten. Ja? Und das hier ändert ganz viel in deiner Holzbearbeitung. Weil wie willst du das denn sonst jetzt machen? Und das müsste. Also immer ein Gefummel. Ja, genau, das ist ein Gefummel und damit geht es halt super schnell. Ja. Tolle Sache, finde ich richtig gut. Das haben wir auch einfach mal festgespannt. Was wir noch nicht hatten, war das hier. Ich glaube, viele haben das gar nicht so auf dem Schirm. Das ist ja das Teil, was im Lieferumfang dabei ist. Ich glaube sogar 2 Stück. 2 Stück, ja. Genau, aber vielleicht kannst du uns noch mal zeigen, wie sollte man das denn hier eigentlich benutzen? Weil viele sagen so, naja, weiß ich jetzt gar nicht so, genau. passt nicht, geht nicht, was soll denn das? So nebenbei nur kurz, die kommen auch im Set, sind auch 2. Ja. Also das ist nur nebenbei. Also erstmal Schnellschwindzwinge ganz normal, nichts Spezielles. Jetzt kann ich natürlich sagen, okay, ich mache den hier weg. Oh, kaputt. Knopf drücken, kann dann eben in den Tisch einfahren, von unten dann spannen. Das ist schon mal cool. Kann aber auch dann sagen, okay, ich schiebe den vor
und nehme die Seite und mache sie eigentlich so verkehrt rum da rein. Und jetzt kann ich eben Materialien, wie ich das hier auch gemacht habe, auch miteinander verspannen, weil jetzt geht ja der auch in diese Richtung. Somit verspanne ich irgendein Material. Thema hier sehr nieder, hier sind wir halt relativ hoch. Also wenn du was Massives hast, nimm das zum Verspannen. Wenn du was Kleines hast, nimm den rein. Ja, also dass ihr nochmal im Kopf habt, was kann man damit alles machen. Die können mehr, als sie erst einmal erscheinen. Ja. Und sie gehören, wie gesagt, im Lieferumfang schon mit dabei, schon mit dazu. Ich meine, wenn man die einzeln kauft, kostet ja auch ein paar Euro. Und das finde ich schon eine coole Sache. Ja. Übrigens, auch das hier gehört mit zum Lieferumfang. 4 Stück, ja. Original mit dabei. Apropos Lieferumfang, das hier ist nicht mit dem Lieferumfang. Nee, ich wollte es noch sagen. Genau, aber habe ich dich fast gekriegt, ja. Vielleicht magst du uns die noch mal näher bringen. An sich sägst du ja relativ viel auf dem Tisch, auch mit der Tauchsäge. Das heißt, du sägst auch einen Tisch rein, das ist auch so gewollt, das ist alles gut. Du hast aber hier den riesen Vorteil, dass du eben mit diesen Bankhaken sagen kannst, okay, ich setze mir diesen Bankhaken hier an der 0, setze mir diesen Bankhaken hier an der 30 Grad und lege jetzt meine Führungsschiene an diesen beiden Punkten an und säge dann diese 30 Grad dann runter. Geht extrem flott, ist sehr angenehm zu arbeiten, ich brauche nicht irgendwie rummessen, ist einfacher. Ja, und Also schnell, intuitiv. Genau. Ja. Und jetzt hier kann ich es natürlich auch einstellen in 22,5 oder. Ja, also von 0 bis 45 hoch. Ja. Ja, ist schnell gemacht. Und auch das, glaube ich, kennen die wenigsten. Ja. Auch das, ein paar Euro. Ja, im Verhältnis und erleichtert dir das Arbeiten enorm. Und ich möchte übrigens noch mal eine Sache erwähnen. Sägt bitte in den Tisch. Ja, also habt da keine Angst, sondern es ist ja auch wirklich dafür gedacht, nicht den Tisch jetzt durchzusägen, aber wenn ihr mit der Tauchsäge, ihr könnt es auch mit der Handkreissäge natürlich machen, arbeitet, so die ersten 1-2 Millimeter, ja, könnt ihr natürlich anritzen und dann ist es ja aber immer derselbe Schnitt. Ja, und ihr sägt ja nicht den ganzen Tisch jetzt kaputt und auch nicht durch. Ja, das ist ganz normal. Ja, und dafür ist das Ganze ja auch gedacht und gemacht worden. Genau, wenn es einen dann irgendwann mal stören sollte und sagt, oh Gottes Willen, jetzt sieht mein Tisch aus wie Schweizer Käse, das Ding gibt es als Ersatzteil und dann kann man das austauschen, die MDF-Platte. Also es soll auch kein Problem sein. Genau, also das wollten wir euch auf jeden Fall mal zeigen. Ihr seht, es gibt eine Menge Zubehör, die vielleicht nicht jeder auf dem Plan hat. Jetzt auch neu von Metabo, einiges an Zubehör. Ihr schreibt gerne mal in die Kommentare, was fehlt euch denn noch, was soll Metabo gerne nochmal nachliefern. Und wir freuen uns erstmal, also ich freue mich auf jeden Fall, du glaube ich auch, dass es was Neues gibt und dass wir jetzt noch mehr mit dem Tisch machen können. Ja? In dem Sinne für euch, ran an den MWB und bis zum nächsten Mal.